Also Rot hat mich richtig erschlagen. Bin ganz schön platt noch. So langsam wird es besser. Rot geht ja tatsächlich für uns Profis von Donnerstag bis Montagabend. Also eigentlich quasi bis Dienstag. Und das heißt, seit Dienstag würde ich sagen, kann ich mich davon erholen auch. Und es ist einfach richtig schön, wieder zu Hause zu sein. Das hilft mir dabei. Ich habe jetzt hier einfach auch mal irgendwie losgelassen, habe vor allem das eigene Bett genossen und einfach auch viel geschlafen und eigentlich so gut wie kaum trainiert. Ich bin ein bisschen geplanscht im Freibad, wurde da direkt vom Bademeister angesprochen, dass das jetzt aber ganz schön locker ist, was ich mache. Und da habe ich zu ihm gesagt, hey, steht mir auch zu, oder? Also es war jetzt quasi schon auffällig, dass ich mich so langsam bewege. Aber ja, also rein so vom Körperlichen geht es langsam besser. Und auch vom Mentalen habe ich, glaube ich, jetzt über die letzten Tage auch schon einiges ganz gut sortiert und verarbeitet. Und ja, würde sagen, dass ich auch jetzt sogar schon so ein bisschen gedanklich dabei bin, dass ich wieder Lust auf Training hätte. Obwohl wir uns auch vorgenommen haben, jetzt nach Rot wie so eine Art kleine Saisonpause, kann man es fast gar nicht nennen, einzulegen, weil diese Saison einfach Schlag auf Schlag geht. Aber so einen kleinen Dip einfach jetzt mal hier zu Hause kurz loslassen, das ist mir gelungen bisher und da kommen jetzt auch noch ein paar Tage. Ja, Rot, wie gesagt, die Anspannung war schon extrem groß vor dem Rennen. Die wurde von Tag zu Tag mehr. Am Donnerstag ist losgegangen mit der Pressekonferenz und dann bis Sonntagmorgen war ich dann auch maximal aufgeregt und habe mich aber auch natürlich wahnsinnig auf den Start gefreut, weil das ja auch irgendwie mit dem Startschuss einfach auch so ein Stück weit so eine Erlösung ist. Endlich geht's los. So lange habe ich mich jetzt darauf vorbereitet, in St. Moritz nochmal so hart gearbeitet, dass ich da jetzt eine erste coole Langdistanz machen kann. Und leider ging es dann direkt mit dem Startschuss für mich nicht ganz so optimal los, weil ich irgendwie leider nicht so schnell weggekommen bin, wie ich das hätte tun sollen, um einfach vielleicht eben in der Führungsgruppe mit dabei zu sein, zumindest nicht ganz so viel Zeit zu verlieren. Rein vom Zeitenrückstand war es jetzt kein Drama, also das waren jetzt 2 Minuten 40 oder so, aber es war auf jeden Fall ich war nicht in der Gruppe von Anne, die klare Favoritin war und das war schade. Aber was ganz cool war, dass ich mich eigentlich sehr gut gefühlt habe und einfach halt mein Ding gemacht habe. Ist natürlich suboptimal renntaktisch, wenn man, sage ich mal, die Führungsarbeit im Schwimmen leistet. Aber das war mir dann auch egal, weil im Endeffekt in der Gruppe, wo ich war oder mit den 2 Mädels, die an meinen Füßen geschwommen sind, war ich diejenige, die nach vorne wollte, primär als Hauptziel. Von daher war es dann auch in meiner Verantwortung da, die Pace zu machen und das habe ich gern gemacht. Jedes Schwimmen ist ein weiterer Schritt nach vorne, eine weitere Lektion, die ich irgendwie lerne und da würde ich sagen, ansonsten ist da nichts Spektakuläres passiert und dann ging es aufs Rad und da habe ich mich besonders drauf gefreut, weil ich einfach ein richtig geiles Fahrrad jetzt in Rot am Start hatte, eine neue Sonderlackierung, die einfach super geil aussieht, Cosmic. Ich glaube, es ist eine ganz coole Edition, die sogar auch für euch bald zu kaufen ist in einer limitierten Stückzahl. Ich finde es wunderschön, das Fahrrad, vor allem wenn ein besonderes Licht drauf fällt, kann man da ganz viel immer wieder neu entdecken. Und dazu haben wir einfach auch ein paar kleine Veränderungen vorgenommen im Cockpit-Bereich, im Positionsbereich. Und ich hatte es euch schon erzählt, als wir im Windkanal waren, ein bisschen früher im Jahr, dass wir auch verschiedene Helme und so getestet haben. Und da habe ich jetzt einfach das Rennen in Rot genutzt, um einfach auch ein paar neue Equipment-Sachen auszuprobieren. Natürlich auch so ein Stück weit hinsichtlich Nizza und so weiter oder einfach auch für die Zukunft. Ist immer das eine ist, was im Windkanal auszuprobieren. Dann der nächste Schritt ist, das im Training vielleicht zu testen, aber richtig zählen tut es dann im Rennen. Und da ist mir auch tatsächlich beim Check-in noch was Dummes passiert, dass ich irgendwie den Helm in der Hand hatte und plötzlich war der quasi offen und ich habe mich gefragt, was ist da jetzt los? Und habe dann festgestellt, dass der Kinnriemen halt durch den Verschluss durchgerattert ist. Und das ist natürlich sowas, das hätte mir natürlich auch direkt im Rennen, sowas passiert eigentlich im Rennen. Ja? Dann stehst du plötzlich da und musst da rumfädeln. Und da habe ich einfach Glück gehabt, das konnte ich dann noch sichern.
dass mir das auf jeden Fall nicht passiert, ist ja ein Stück weit auch ein Sicherheitspunkt. Und ja, solche Sachen, die muss man unter Druck testen. Und das war cool, dass jetzt eben Rot da ja, das perfekte Rennen für war. Und ich habe mich richtig gut auf dem Rad gefühlt, auch mit der neuen Position. Das Wetter war ja nicht ganz optimal, es wurde nass, es hat geregnet. Das heißt, es war schon auch anspruchsvoll, gerade auf der zweiten Runde, wo es wirklich richtig voll ist und man eigentlich immer für die anderen mitdenken muss, weil natürlich Age-Grouper auch oder viele von euch auch einen Aero-Helm aufhaben und vielleicht nicht unbedingt hören, dass jemand von hinten kommt. Und für uns jetzt auch kein Motorrad irgendwie, also bei mir zumindest kein Motorrad da war, was irgendwie Leute darauf aufmerksam gemacht hat, dass jetzt von hinten Leute deutlich schneller kommen. Also das ist auf jeden Fall echt tricky und da muss ich sagen, das hat super gut funktioniert, gerade auch mit dieser neuen Position. Da habe ich das Gefühl, ich sehe auch richtig gut, was halt einfach super relevant ist neben aller Aerodynamik und Sitzposition und so weiter. Auch der Sattel von Ergon wieder richtig geil performt. Das ist ja auch immer so ein Test. Ab wann tut's weh unten rum und ja, es ging einfach halt richtig gut, weil das sind genau die Bausteine, die man halt oder die Tasks, die man erfüllen muss, um möglichst schnell zu sein, dass man halt lang in dieser Position sein kann und dass sie möglichst bequem ist. Und das hat, glaube ich, richtig gut funktioniert. Das hat Spaß gemacht. Was nicht so viel Spaß gemacht hat, war, dass ich ja, nicht an Anne rangekommen oder nicht ja, sogar nach Zeit verloren habe. Das war natürlich nicht so optimal. Das war mir dann auch irgendwann klar natürlich. Am Anfang überwiegt die Hoffnung, weil ich mich einfach auch richtig stark gefühlt habe. Und es ist natürlich mental ein kleiner Rückschlag. Aber ich muss sagen, was richtig cool war, dass es überhaupt nichts an meiner Einstellung geändert hat. Also ich habe einfach immer weiter gepusht und auch immer weiter dran geglaubt und dass ich vielleicht doch noch nach vorne kommen kann. Und selbst wenn es nicht möglich ist, dass es sich auch richtig lohnt, hier einfach mein eigenes Rennen zu machen, weil ich mich eben so lange auf Rot vorbereitet habe, auch mental und richtig Bock einfach auf das Rennen hatte und vor allem auch auf den Weg nach Nizza eine Langdistanzbelastung machen wollte und einen Test über diese Distanz. Und ja, von daher, das ist mir, glaube ich, richtig gut gelungen und da bin ich stolz, dass ich da halt einfach voll im Modus geblieben bin, obwohl es jetzt nicht perfekt lief mit dem Ziel, das Rennen zu gewinnen. Genau. Und dann ging es aufs Laufen und da habe ich mich tatsächlich, obwohl in Rot ja alle Superschuhe der Welt erlaubt sind, weil es die deutsche Sportordnung irgendwie keine Regeln hat, habe ich mich dazu entschieden, einen sehr radikal flachen Schuh zu wählen, der jetzt nicht unbedingt vielleicht die erste Wahl für einen Marathon ist, aber ich einfach festgestellt habe, dass ich gerade auf einer profilierten Strecke, auch mit dem Laufen am Kanal, auf dem ganzen Gravel, Kopfsteinpflaster, Rot bietet da ja eigentlich auf der Laufstrecke alles, ja, einfach irgendwie einen viel besseren Kontakt zum Boden habe und irgendwie mich einfach viel, viel besser fühle, so wacher vom System. Gerade auch jetzt wieder so Richtung der Neuroathletikarbeit, die wir machen, dass ich einfach das Gefühl habe, mein System ist besser innerviert und ich kann einfach ja, da mehr Leistung auf die Strecke bringen mit einem besseren Gefühl. Der muskuläre Impact ist vielleicht ein bisschen höher, aber ich glaube, da wird sich mein Körper auch noch jetzt über die nächsten Wochen dran gewöhnen. Und das war auf jeden Fall richtig, richtig cool. Die Stimmung ist ja eh mega geil in Rot und das hat mich auch beim letzten Jahr so gefuchst, dass ich halt das Gefühl hatte, ich konnte einfach nicht irgendwie so meine beste Leistung zeigen und die ganzen Leute feuern einen an und man will einfach auch dann sein Bestes so geben und einfach auch gut laufen und so weiter. Und da habe ich echt das Gefühl gehabt, dass mir das diesmal auch viel besser gelungen ist. Ich konnte die Atmosphäre aufsaugen, das hat mich mega gepusht und ich habe mich eben auch viel wacher so vom Nervensystem gefühlt, konnte viel besser laufen, glaube ich auch. Wie ihr auch wahrscheinlich wisst, konnte ich jetzt nicht an Anne rankommen, sondern habe beim Laufen dann auch noch ein bisschen was eingebüßt. Aber auch da wieder ähnlich wie beim Radfahren. Ich hätte theoretisch, um meinen zweiten Platz zu sichern, fast 10 Minuten langsamer laufen können. Habe es aber nicht getan und wurde da halt auch schon gefragt, ja, wieso hast du nicht einfach rausgenommen? Es kommen doch noch so viele Rennen, hättest du ja deine Beine schonen können. Und da kann ich halt einfach nur ganz klar sagen, das kam zu keiner Sekunde irgendwie als Gedanke in meinen Kopf, weil für mich das jetzt einfach ein Highlight-Rennen war und ich im Rennen eigentlich sowieso alles geben möchte und auch nicht im Rennen ans nächste Rennen denke.
und es vor allem auch so ein Stück weit meine Leistung eine Belohnung für meine Arbeit ist. Und indem ich da irgendwie zum Beispiel rausnehme, habe ich das Gefühl, dass ich mir da mich ein Stück irgendwie von der Belohnung beklaue. Ja, ich glaube, die Zeit, die 8:14, ist zwar jetzt die drittschnellste Zeit ever über die Distanz, aber ich muss sagen, sie bedeutet vielleicht irgendwie den Medien oder so am Ende mehr als mir. Für mich geht es eigentlich immer um die Leistung, die ich erbracht habe, und Zeiten, die sind so stark von äußeren Faktoren abhängig. Und besonders in Wettkämpfen, wo Frauen und Männer gemeinsam starten. Und da gibt es eben mittlerweile immer noch einige. Und Rot ist tatsächlich eins, ich sag mal, der wenigen richtig großen Rennen, wo das noch so ist. Und ja, von daher glaube ich, sind da einfach mehr Faktoren, die Zeiten beeinflussen können, sodass das jetzt für mich, ich würde da jetzt nie hingehen und mir eine bestimmte Zeit vornehmen, weil ich glaube, die können auch super krass variieren. Ja, Rot ist jetzt vorbei. Ich glaube, alle, die irgendwie in irgendeiner Form da waren, sei es auf der Expo, als Zuschauer, als Athlet, die sind erstmal erfüllt von Triathlon. Und ich glaube auch, man kann als Athlet sehr gut einfach nur Rot machen und dann erstmal in den Urlaub fahren. Aber es geht für mich ja tatsächlich relativ bald weiter. Am Ende Juli ist das T100-Rennen in London und da möchte ich gerne starten. Ich weiß, dass das natürlich jetzt keine optimale Vorbereitung für ein T100-Rennen ist, zumal ich euch ja auch gerade erzählt habe, dass ich eigentlich gerade in so einer Art kleinen Saisonpause bin. Das heißt, ich werde jetzt rein trainingstechnisch für die Vorbereitung für London wirklich schauen, ganz easy wieder einsteigen in mein Training und dann von Tag zu Tag einfach mit Philipp Rücksprache halten, wie ich mich fühle, ob ich vor allem auch zum Beispiel jetzt schon Bock auf Intensität habe, ob meine Muskulatur damit fein ist und ja, ich glaube, dann wird es nur wenige Anreizeinheiten sozusagen geben vor London. Es wird jetzt nicht viel passieren und dann muss ich mich da einfach überraschen lassen. Ich habe auf jeden Fall eine große Vorfreude auf das Rennen, auf London, auf die Stadt. Ich glaube, es ist eine geile Kulisse. Natürlich mega krasses Feld da, vor allem die ganzen Wildcards, die vergeben wurden. Da wird es richtig abgehen beim Schwimmen. Also vielleicht werde ich jetzt demnächst, sollte ich einfach mal jetzt überwiegend ein bisschen schwimmen. Ist eh gut für die Recovery. Ja, und dann schaue ich einfach mal. Also ich glaube, das ist eine absolute Überraschungstüte. Ich bin jetzt ja nicht die Einzige, die Rot gemacht hat, die auch in London am Start ist. Es sind, glaube ich, vier Athletinnen. Wird spannend. Aber das Coole bei den Rennen ist, dass man durch die kleinen Startfelder, durch die 20-Meter-Regel beim Radfahren und so, ja, da ist dennoch nichts vorentschieden und es ist auch grundsätzlich einfach richtig cool, Teil davon zu sein und dabei zu sein und darauf freue ich mich.